Die Morgendämmerung verbreitet ein sanftes goldenes Licht über der afrikanischen Savanne, wo eine Elefantenherde gemächlich zu einem entfernten See schlendert. Das Geräusch des Windes, der durch das trockene Gras wehte, vermischt mit dem Klang schwerer Schritte, erzeugte die friedliche Musik des frühen Morgens. Der jüngste Elefant in der Herde ist bei jedem Schritt noch unbeholfen und muss oft schnell gehen, um die Älteren einzuholen. Als die Herde eine Lichtung überquerte, veranlasste eine seltsame Gestalt in der Ferne sie, auseinanderzulaufen und sich schneller zu bewegen. Mitten im Tumult stolperte der Elefant über einen Erdhügel und schürfte sich das Vorderbein auf, was einen stechenden Schmerz durch seinen ganzen Körper verursachte. Die erwachsenen Elefanten drehten sich um und schützten ihn sanft mit ihren Körpern, um ihm zu helfen, sich zu stabilisieren, bevor sie sich weiter bewegten. Er versuchte, der Herde zu folgen, aber der Schmerz machte jeden Schritt viel schwerer und langsamer. Nach kurzer Zeit wurde der Abstand zwischen ihm und der Herde immer größer, bis sie hinter den Büschen verschwanden. Er blieb im Schatten eines großen Baumes stehen und lehnte sich gegen den Stamm, um zu Atem zu kommen und sich zu beruhigen. Die Mittagssonne brannte unbarmherzig herunter, die vom Boden aufsteigende Hitze machte seinen Körper noch müder und unangenehmer. Im Laufe der Tage stand oder lag er fast nur noch an einer Stelle, seine Augen waren voller Müdigkeit und sein Atem ging schwer. Durch die immer geringere Nahrungsaufnahme wurde sein Körper sichtbar dünner und seine graue Haut zeigte tiefe Falten. Das verletzte Bein verfärbte sich dunkler und begann anzuschwellen, sodass er sich nur noch schwer bewegen konnte. Jede noch so kleine Bewegung ließ ihn die Stirn runzeln und er versuchte, das Gleichgewicht zu halten, um sein schmerzendes Bein nicht zu belasten. Ohne die Elefanten an seiner Seite fühlte er sich in der Weite und beim Pfeifen des Windes durch die Graslandschaft verloren. Schwärme von Weißstörchen flogen noch immer über den nahegelegenen flachen See, hielten gelegentlich an, um nach Nahrung zu suchen, näherten sich ihm jedoch nicht. An einem heißen Nachmittag hörte er aus der Ferne das Geräusch von leise plätscherndem Wasser. Mit der wenigen Kraft, die ihm noch blieb, ging er langsam auf das vertraute, kühle Geräusch zu. Meine Füße waren mit Staub bedeckt und jeder herunterlaufende Schweißtropfen reflektierte das goldene Nachmittagssonnenlicht. Als er den See erreichte, senkte er den Kopf und trank kleine Schlucke, wobei er spürte, wie sich das kühle Wasser in seinem müden Körper ausbreitete. Auf der anderen Seite des Ufers trank ein Schwarm Störche gemächlich Wasser und suchte nach Futter. Ihre weißen Federn hoben sich deutlich vom trockenen Gras ab. Ein neugieriger Storch näherte sich und fixierte das geschwollene Bein des Elefanten. Der Storch dachte, die rote, geschwollene Schale sei eine seltene reife Wildfrucht in der Trockenzeit. Es kam näher und berührte es sanft mit seinem Schnabel, was den Elefanten leicht erschreckte, ihn aber ruhig hielt. Plötzlich ließ die Spannung in seinem Bein nach, und der Elefant fühlte sich nach vielen Tagen des Leidens erleichtert. Er stieß einen leisen Schrei aus, woraufhin mehrere andere Störche in der Nähe ihre Köpfe drehten und neugierig zurückblickten. Das Unbehagen ließ nach, der Elefant holte tief Luft, als wolle er eine lange schwelende Last loswerden. Er sah den Storch mit sanften Augen an, als wolle er ihm ohne Worte danken. Nachdem er noch ein paar Schlucke Wasser getrunken hatte, verließ er den See und suchte sich einen anderen großen Baum zum Ausruhen. Der Nachmittagswind streichelte die graue Haut und trug den Duft von jungem Gras durch den ganzen Raum. Er fiel allmählich in einen unruhigen Schlaf und ließ den Sonnenuntergang über die friedliche Graslandschaft hereinbrechen. Die Nacht brach herein, der Himmel war voller funkelnder Sterne und er hoffte, dass der morgige Tag bessere Dinge bringen würde. Als er am nächsten Morgen aufwachte, stellte er fest, dass sein Bein wieder geschwollen war und er sich schwerer bewegen konnte als zuvor. Das Morgensonnenlicht war sanft, aber die Hitze breitete sich schnell aus und machte seinen Körper noch müder. Er rief schwach und hoffte, dass ihn irgendwo jemand hören und ihm zu Hilfe kommen würde. Der Klang hallte weithin wieder, wurde von den fernen Hügeln widergespiegelt und löste sich in der stillen Luft auf. Die Bäume in der Nähe schwankten leicht und signalisierten, dass etwas näher kam. Zwei Ranger David Moyo und Tinashe Dube erschienen und waren überrascht, den jungen Elefanten allein mitten im Grasland ruhen zu sehen. Ihnen war sofort klar,
dass die Situation gründlich untersucht werden musste und dass möglicherweise Nothilfe erforderlich war. Der Elefant zeigte keine Angst, seine Augen zeigten Müdigkeit gemischt mit Vertrauen in die Anwesenheit von Menschen. David machte eine beruhigende Geste, während Tinashe langsam näher kam, um sich das verletzte Bein genauer anzusehen. Durch ihre langjährige Erfahrung können sie vor Ort schnell feststellen, welche medizinische Versorgung notwendig ist. Die beiden Ranger packten schnell die notwendige Ausrüstung aus den speziellen medizinischen Taschen zusammen, die sie immer auf Patrouille dabei hatten. David legte seine Hand sanft auf den Rüssel des Elefanten, um ihn zu beruhigen und ihm ein sichereres Gefühl zu geben. Tinashe begann, den Bereich um die Wunde mit einer für Tiere unbedenklichen antiseptischen Lösung zu reinigen. Sie wenden Druckreduzierungstechniken an der Verletzungsstelle an und umwickeln die Wunde anschließend sorgfältig mit einem Verband, um sie zu schützen. Dem Elefanten wurde eine Dosis Genesungsmedikament injiziert, wodurch er sich wohler fühlte und seine Gesundheit besserte. Ein weißer Verband war ordentlich um das Bein gewickelt, um die Wunde in der Wildnis vor Staub und Insekten zu schützen. David schnitt etwas frisches Gras ab und legte es vor den Elefanten, um ihn zum Fressen zu animieren und so neue Kraft zu schöpfen. Der Elefant knabberte an jedem Bissen, seine Augen leuchteten vor Erleichterung und mehr Frieden als zuvor. Die beiden Ranger saßen eine Weile da und beobachteten ihn, um sicherzustellen, dass er nach der Behandlung stabil war. Sie unterhielten sich kurz und vereinbarten, am nächsten Morgen wiederzukommen, um den Fortschritt weiter zu überwachen. Bevor sie ging, klopfte Tinashe dem Elefanten sanft auf die Schulter, als Zeichen des herzlichen Versprechens, ihn wiederzusehen. Ihre Silhouetten verschwanden allmählich hinter den Bäumen und ließen den Elefanten in der Stille des späten Nachmittags zurück. Der Wind wehte sanft über die Wiese, trug den Nebel vom nahegelegenen See herbei und linderte die Müdigkeit. Der Elefant beugte sanft seine Beine und legte sich in den weiten Schatten, wobei seine Ohren im Wind flatterten. Der Sonnenuntergang färbte den Horizont rot und beendete einen langen Tag voller Aufruhr, aber auch voller Hoffnung. Am nächsten Morgen kamen David und Tinashe wie versprochen zurück und brachten mehr frisches Gras und wilde Früchte mit. Sie lächelten, als sie sahen, dass der Elefant aufstand und langsamer, aber stetiger ging als am Tag zuvor. Er ging gemächlich zum See, trank ein paar Schlucke kühles Wasser und kehrte dann zu dem vertrauten Baum zurück, um sich auszuruhen. Der Verband war noch intakt, hatte sich aber nach einem Tag leichter körperlicher Betätigung an einigen Stellen gelockert. Sie entfernten den Verband, untersuchten ihn und stellten fest, dass die Haut trocken und nicht mehr so stark geschwollen war wie zuvor. Die umgebende Hautfarbe hat sich wieder normalisiert, ein positives Zeichen für den Genesungsprozess. Sie desinfizierten die Wunde erneut und wickelten einen neuen, festeren Verband darum, um sie noch einige Tage zu schützen. Daneben stand frisches Obst, das er freudig aß und dessen Augen vor Aufregung glänzten. David zeichnet die Bergungsdetails im Logbuch des Schutzgebiets auf. Tinashe teilte seinen Teamkollegen mit, dass er in nur wenigen Tagen mobiler sein und sein Rudel wiederfinden würde. Sie sahen den Elefanten an, der unter dem Baum ruhte, und ihre Herzen waren voller Freude und Hoffnung. Das Rascheln der Blätter im Wind war wie ein Segen und führte den jungen Elefanten allmählich zurück in das normale Leben in der Wildnis.